Wer von euch wohnt in einer WG oder hat in einer WG gewohnt? Ja, wie ich mir gedacht habe, ganz schön viele. Dann kennt ihr es doch auch bestimmt, ihr kommt nach dem Urlaub nach Hause, schaut in den WG-Kühlschrank und da sieht es dann so aus. Nicht schön, oder? Aber hier leben auch noch viel mehr Organismen als nur dieser weiße Schimmel, den man ja als diesen plüschigen Pelz gleich als erstes sieht. Hier leben auch noch diese Kollegen. Lebensmittelpathogene, also Lebensmittelkeime, die solche Symptome auslösen wie Durchfall, Erbrechen und Magenkrämpfe. Die möchte nun wirklich niemand auf seinem Essen haben. In meinem Kühlschrank sah es leider letztens auch mal wieder so aus und da habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe jetzt 5 Jahre Biochemie und Molekularbiologie studiert, da muss ich doch was tun können. Ich muss doch irgendetwas machen können, damit diese Bakterien sich auf meinem Essen und in meinem Kühlschrank überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Und da kam mir dann der Zufall zur Hilfe. Meine Chefin in meinem Hiwi-Job kam auf mich zu und meinte, hey Jacqueline, ich habe ein wahnsinnig cooles neues Projekt. Es geht um Lebensmittelkeime. Da war ich natürlich sofort dabei. Klar, wo soll ich unterschreiben? Und so begann das Abenteuer dann ein paar Wochen später. Und zwar nicht im Labor, sondern erstmal hier, auf dem Wochenmarkt. Ich bin im Hochsommer auf den Wochenmarkt gegangen und habe erstmal all das gekauft, was man dem Menschenverstand nach im Sommer nicht gerne auf dem Wochenmarkt kauft. Rohes Hähnchenfleisch, Shrimps, Fisch mit Innereien, alles nicht so schön, würde man jetzt sagen. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen und habe auch dort das gekauft, bei dem sich jedem Mikrobiologen die Haare zu Berge stellen. Geschälte Snackmöhrchen in der Tüte, abgepackten Salat, der an den Rändern schon so leicht braun wird. Das alles habe ich eingepackt und bin damit zurück ins Labor. Und dort habe ich es dann alles fein säuberlich zerteilt und erstmal das gemacht, was man am Anfang eines jeden wissenschaftlichen Experimentes tun sollte. Ich habe Rückstellproben genommen. In jedem Röhrchen, was ihr hier auf dem Foto seht, habe ich ein bisschen von allem, was ich eingekauft habe, zurückgestellt, es bei minus 80 Grad in die Kühltruhe gepackt, falls irgendjemand so in, sagen wir, 2 Jahren auf mich zukommt und sagt, du Jacqueline, also das, was du da rausgefunden hast, das glaube ich dir nicht. Und dann kann ich einfach sagen, ja gut, dann komm mit, wir gehen jetzt zur minus 80 Grad Truhe, nehmen den ganzen Kram wieder raus, tauen ihn auf und dann wiederholen wir alle Experimente, die ich gemacht habe, damit ich beweisen kann, dass ich recht hatte. Aber was habe ich dann nun gemacht? Ich glaube, jeder und jede würde sagen, das könnte man noch essen. Man müsste ziemlich hungrig sein, aber essen könnte man es noch. Aber wie ich gesagt habe, es war Sommer, es war ein unklimatisiertes Labor, Raumtemperaturen zwischen 25 und 30 Grad und ich habe das Ganze erstmal so bummelig 4 Wochen stehen lassen. Ich habe es mir jeden Tag angeschaut, fleißig Fotos gemacht, aber ansonsten habe ich es in Ruhe gelassen. Und nach diesen 4 Wochen sah es dann so aus. Das möchte nun wirklich niemand mehr essen. Aber ich bin eine richtige Wissenschaftlerin, deswegen war hier noch nicht Schluss. Deswegen kommt das hier bei mir nicht einfach in die Kulturflasche, sondern in den Mixer. Ich habe mich 3 Stunden damit beschäftigt, diese vergammelten Lebensmittel in einem haushaltsüblichen Küchenmixer zu zerkleinern, bis es so aussah. Damit kann ich arbeiten. Und da habe ich mir jetzt die erste Frage gestellt in diesem Projekt. Wer wohnt denn hier überhaupt? Welche von diesen bösen Bakterien, für die ich mich interessiere, lebt tatsächlich auf meinem vergammelten Essen? Dazu hätte ich mich jetzt einfach eine halbe Stunde so ins Labor stellen können, um dieses Plastikröhrchen anzustarren, wie man es auf den Stockfotos immer sehr schön sieht. Aber Spoiler,
So funktioniert Wissenschaft leider nicht. Wir haben leider keinen Röntgen-Laserblick, mit dem wir das sehen können. Das heißt, ich habe einen solchen Spatel genommen, habe die vergammelten Lebensmittel auf sogenanntem Nährboden verteilt, auf dem diese Bakterien, für die ich mich interessiere, ganz besonders gern wachsen. Und dann sah das so aus. Jeder schwarze Strich, den ihr hier sehen könnt, ist ein Bakterium, das ich aus meinen gammeligen Lebensmitteln isoliert habe. Die erste Frage hatte ich also beantwortet. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte etwas dagegen tun, dass sich genau diese Bakterien auf dem Essen oder in einem Kühlschrank wohlfühlen. Daher habe ich einfach noch einen zweiten Kollegen aus diesen Proben isoliert, einen neuen Helden. Dieser hier. Das ist ein Bakteriophage. Ein Bakteriophage ist ein Virus, das in der Lage ist, Bakterien zu infizieren und zu töten. Und wie macht er das? Dieser Phage kann sich an das Bakterium anheften, ein kleines Loch hineinbohren und sein Erbgut, also seine Bauanleitung, in das Bakterium einschleusen und sich darin vermehren. Das passiert so lange, bis so viele Phagen in diesem Bakterium sind, dass es einfach zerplatzt. Und das können diese Phagen so effektiv tun, dass man es sogar ohne ein Mikroskop sehen kann. Und das sieht dann so aus. Überall dort, wo ihr diese dunklen Punkte oder Flecken auf der Platte sehen könnt, haben vorher Bakterien gelebt, bis ich eine Lösung mit Bakteriophagen darauf geträufelt habe. Diese haben dann über Nacht die Bakterien so effektiv umgebracht, dass wir es mit dem bloßen Auge sehen können. Das heißt, ich habe in diesem Projekt nicht nur meine beiden Fragen beantwortet, sondern auch ein bisschen neue Hoffnung geschöpft dafür, dass wir irgendwann mit Bakterien, die wir nicht auf unserem Essen oder sonst wo haben wollen, anders umgehen können, als einfach wahllos Antibiotika draufzuwerfen. Und ich hoffe, ich habe einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass das hier bald der Vergangenheit angehört.